Guten Morgen. Ich dachte mir, ich starte mal den Vlog so, wie alle anderen Vlogger das auch machen. Mit einem coolen Beginn. Wir gehen heute zu La Concha. Diese Wanderung wird auch liebevoll von Nicolin genannt. Die Hike of the Year, die Adventure of the Year. Wir sind gespannt, es ist ein ganz schönes Ding. Heute ist ein bisschen cloudy. Das heißt, vielleicht haben wir Glück und es wird gar nicht so heiß. Ich denke, es ist ganz gut zu unserem Vorteil, wenn wir jetzt keine 30 Grad haben, wenn wir so einen großen Berg besteigen. Christoph hatte die Idee zu frühstücken und Crepes zu machen. Genau, Kaffee ist auch schon alle. Und achso, jetzt ist es 6:52 Uhr. Wir wollen in 20, 30 Minuten losfahren zum Treffpunkt. Wir treffen uns um 8 bei Istan und dann laufen wir von diesem Parkplatz aus los. Die Runde hat, das ist eine Runde und hat 14 Kilometer und 970 Höhenmeter. Ich bin gespannt auf die letzten 100-200 Meter. Die sollen ja ein bisschen tricky sein. Aber nach dem, was wir letztes Jahr in Oberammergau erlebt haben mit dieser Berggratwanderung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer als das wird. Da waren auch schon die Pfade sehr, sehr eng und man hatte ein Seil an der Seite zum Festhalten. Und mein kleines Nicole-Herz hatte ein bisschen Angst. Aber ich habe es auch geschafft. Und heute habe ich sogar bessere Schuhe als letztes Mal. Ja. Machen wir uns mal noch gar fertig. Dann geht's los zu La Concha, dem monumentalen Berg. Ich habe jetzt alles innen rein verstaut. Ich habe 2 Äpfel drin, 6 Energieriegel, unsere Brötchen, eine Cola, eine 1,5 Liter Wasserflasche. Also der Hike soll, wenn man normal unterwegs ist, ungefähr 6 Stunden dauern. Also gehen wir mal von 7 Stunden aus oder 8 Stunden aus. Dafür haben wir genug zu essen dabei. Was kommt jetzt noch rein? Jetzt kommt noch rein mein Handy. Und hier draußen werde ich die GoPro reinstecken, damit ich sie immer schön griffbereit habe. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin auch gespannt, wie anstrengend oder gefährlich es wird. Ich habe keinerlei Bilder gesehen von der Strecke. Wir haben nur einen Blogartikel gelesen und sind beide gespannt, was stimmt von diesem Blogartikel oder nicht. 2 Bananen habe ich auch noch dabei und die zweite Cola. Ihr seht, es ist noch super dunkel, aber der Mond scheint. Kann man das sehen? Ja. Und es ist, wie gesagt, ein bisschen bewölkt. Bin gespannt, wie sehr bewölkt bedeutet. Aber in 1,5 Stunden geht die Sonne auf. In einer Stunde geht die Sonne auf um 8:30 Uhr ungefähr. Und dann sind wir ja schon am Wandern. Ich freue mich. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Istan wegen dieser kurvigen Strecke, nicht, dass mir schlecht wird. Erster. Wir sind am Parkplatz angekommen. Morning! Oh my god, that was the worst ride. We'll do like this. Hi! Hi, morning! Hi. That was such a cool road. Oh my god, that was so much fun. As a driver. Yes. Oh, you're right. Los geht's. Are you ready? So ready! Let's go! Wir sind 400 Meter auf der Strecke und ihr hört es am Atmen. Aber schaut euch das an. Das wird so cool. Crazy. That's you. This road feels like we are doing the short run up. Yes. Look, you got a bug. Where? Oh! Wir sind 20 Minuten on the way. Ihr hört es an meiner Stimme. Es ist like, wir machen hier den Short Trail. Sorry für mein Englisch, aber wir sind eine englische Gruppe und das mischt sich gerade alles. Es ist like Treppensteigen, wenn wir hier hochgehen, aber ihr seht es in den Aufnahmen. Es ist so krass. Mit jedem Schritt kommen wir einen Meter höher und höher. Und ich habe den Pullover an, weil wir haben jetzt eigentlich hier 16, 17 Grad, aber ihr wisst ja selber, wenn man unterwegs ist, dann wird einem schnell warm. Und was gerade echt erfrischend ist,
Ich habe eine kurze Hose an und die Gräser sind noch ein bisschen nass, geben ein gutes Cooling. Aber wow, schaut euch das an. Man kann bis nach Marbella schauen. Wir sind hier schön am Wandern und ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber ich liebe das ja, wenn wir hier mit der Gruppe unterwegs sind und man die ganze Zeit Englisch redet. Und wir haben Nicolin dabei, Nicolin ist aus Schweden. Wir haben Stan dabei, Stan ist aus Bulgarien, lebt in Spanien, Nicolin so auch hier aus Deutschland. Und das ist echt ein interessanter Mix und schön, mal wieder so unterwegs zu sein. Ihr wisst ja, ich war schon monatelang in Asien unterwegs, traveling. Und dieses Gefühl kommt zurück, das ist klasse. Man kann das Auto von hier sehen. Da unten. Da sind wir. Und actually, jetzt sind wir hier. Echt krass und cool, dass man einfach so weit gucken kann. Also es fühlt sich echt an, wie wenn wir gleich oben sind. Also viel fehlt nicht mehr. Bin gespannt. Einfach in alle Richtungen. Unglaublich schön. Have the first reaction. Look there. Wow! Oh my god, did you see it? This is amazing! It's like you walked and looked down because it's like you don't want to like fall. You don't And want then to you trip. look up, it's like this is Marbella. Wow! In den Wolken da hinten, da ist unser Ziel. Wir gehen jetzt hier noch den ganzen Weg da hoch. Wir sind jetzt 1,5 Stunden unterwegs, 2,5 Kilometer haben wir schon drin. Ich denke mal, es geht jetzt noch ungefähr 2,5 Kilometer, 3 Kilometer bis da hoch oder bis darüber, kann man schon fast sagen. Und dann hoffen wir mal, dass die Wolken ein bisschen sich verziehen, dass man ein bisschen schauen kann. Aber der Blick ist unglaublich. So, da hinten könnt ihr Christoph sehen. Das ist die Road. So, 3 Stunden, sagt die Uhr. Wir haben vorhin so einen kleinen Picknick-Break gemacht. Eine kurze Pause. Und wir klettern gerade den 2. Hügel hoch, weil der Berg ist relativ hügelig und sind gerade wieder runtergekommen, laufen wieder hoch und da sind wir hergekommen. Man sieht nicht wirklich einen Weg, aber es gibt einen Weg. Aber man muss echt vorsichtig sein, wo man und wie man seine Schritte setzt. Weil durch die Wolken ist es ein bisschen slippery, rutschig, aber es ist auch super angenehm gerade. Die Sonne steckt hinter den Wolken, es sind vielleicht 20 Grad und es ist nicht staubig, man schwitzt nicht wirklich viel. Das heißt, wir sind gut hydriert und ja, irgendwie gibt es schon immer einen Weg durch das Ganze. Ein Wort, was sich bereits schon gebildet hat, ist der Chainometer. Der Chainometer sagt an, wenn es ein bisschen gefährlich wird, dann möchte man gerne eine Kette, an der man sich festhalten kann. Und was witzig ist, wir hatten jetzt einen Part, wo man die Kette durchaus gebraucht hätte, einen Part, wo die Kette nicht notwendig war und einen Part, wo sie notwendig war und wo sie da war.
Also bin gespannt, wie viel Chain Parts es noch gibt und wie viele Chainometer. Aber jetzt geht's hier erstmal wieder den Berg hoch. Ich brauche meine Hände. The one I don't want to experience. You have a bit more of a platform. Get this one. Yep, perfect. It's really strong. That's the fun, right? Like when it becomes scary, all of a sudden it's cool. You know, I really wanted this chain on this side. And the chain there, seriously, I mean, it's not even dangerous here. Maybe there was a thing. Can we bring this with us? I think you haven't had a real adventure, real hike, if there are no chains. This makes this the adventure of the year. Definitely the most exciting hike in a long time. Good job so far. Good job, everyone. Wir sind jetzt die letzten 50 Meter so richtig geklettert. Steine und die Griffe fühlen sich an wie Sandpapier und man kann richtig, richtig gut reingreifen. The scary moment is this view, if you look back. Weil wir sind echt hoch. Also wir sind echt hoch, aber es macht Spaß. Unser Weg geht jetzt erstmal weiterhin da lang. It's the chain thing. Ich muss euch einfach diese Aussicht zeigen. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Schaut selber. So, wie ihr sehen könnt, wir sind fast oben am Berg. Der Weg wird einfacher. Wir haben gerade Menschen getroffen, die uns entgegenkamen, aber wir haben ihnen erzählt, von wo wir kamen. Und das ist tatsächlich mit einer der schwierigsten Hikes, die man wählen kann, um hier hochzukommen. Aber we made it, wir haben es geschafft. Und jetzt geht es noch die letzten Meter hoch zum Gipfel. So viel ist nicht mehr übrig. Und es kann auch nicht mehr so viel schlimmer werden. Es ist relativ easy jetzt zum Laufen, aber der View, also schaut es euch an. Wir sind immer noch auf der Strecke. Stan, this is my German vlog, but how are you? I'm amazing. How do you say it in German? Mir geht es gut. Mega is good? No, amazing. Not good. Amazing. Do you have a word for amazing? Stupendous. You don't feel good in Germany? Fantastic? That's in English. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. How was it? Fantastisch. Yeah, the first part. Ich fühle mich fantastisch. Ich fühle mich? Ich fühle mich fantastisch. Yeah! Ja, wir gehen jetzt noch da hinten. Da ist der Top of the Mountain und nachdem wir herausgefunden haben, dass wir schon auf dem schwierigsten Hiking-Pfad unterwegs sind, denke ich, dass es für uns nicht mehr so schwierig wird, um darüber noch zu kommen. Ist weniger Uphill und ja, let's go!
Wir haben wieder einen neuen Viewpoint erreicht und dieser Viewpoint ist eher Amazing! Absolut incredible. Dieser Viewpoint ist Kategorie absolut insane, aber schau nicht nach unten. Ich möchte euch zeigen, es ist Wahnsinn, wie wenn du auf der Welt drauf stehst. Schaut euch das an. So unwahr, einfach krass. Hier auf der einen Seite da unten eine Stadt, hier geht's runter und hier drüben geht's weiter. Wir sind so hoch, das ist so krass. Das sieht so unwahr aus. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. It is more than insane. It is unbelievable. This is If you stick both together, the left side, this type, wow. and the right side. Oh, be prepared. Combining them. Wow. Wir sind ganz oben auf dem Berg. Es ist unfassbar. Einfach unfassbar. Es ist super schön, aber es ist super kalt. Einfach unglaublich. Wunderschön. The last time they've been seen. No! See you in 4 hours and you are 4 not the hours last time. countdown. So we are taking the same way back that we came from so we can get to the cars. And they are taking the easy route. Let's see. It's really easy. From now on it's speedy way down, so I'm not sure how much I am going to film because the priority is speed on, move fast, get to the car, have food! So, die Geschichte hat sich ein bisschen gewendet. Christoph und Stan sind jetzt den gleichen Weg zurückgelaufen, der ungefähr 4 Stunden dauert. Nicoline und ich gehen jetzt einen anderen Weg, der ungefähr 2,5 Stunden dauert. Und der Grund ist, dass die Route, die wir uns ausgesucht haben, eigentlich durch ein Flusstal geht. Und ein Local hat gemeint, dass es jetzt zu spät ist, weil man muss klettern, man muss springen und es ist definitiv total gefährlich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir trennen uns, weil uns verlassen so ein bisschen die Kräfte. Und der Hike runter nach Island ist wirklich nichts für Menschen, die keine Kraft mehr haben. Deswegen haben wir uns für den 2-Stunden-Walk entschieden. Aktuell müssen wir noch ein bisschen klettern. Ihr seht es hier am Weg. Es geht noch mal ein bisschen hoch und runter, aber am Ende sind wir schneller am Berg unten, haben den besseren Weg hoffentlich. Und dann sieht es so aus, dass Christoph und Stan uns mit dem Auto abholen, aber die müssen einmal komplett um diesen Berg herumfahren, was auch nochmal 40 Minuten dauert. Also wir sind noch ein bisschen unterwegs, aber man kann sagen, let's say this day is a real adventure. It's been going on for like hours. Yes. How long have we been walking for? Like, wait a second, 7 hours, 45 minutes. 7 hours, 45 minutes. But in the end, Yes. there's some pizza looking for us. Yes, please. Wir sind jetzt schon ungefähr eine gewisse Zeit wieder hier auf dem normalen Weg und haben gerade besprochen, dass der normale Weg durchaus wesentlich angenehmer ist. Also die ganze Zeit kann man relativ gut laufen, dauert auch wahrscheinlich nur 2 Stunden
Und wir sind gerade echt happy, dass wir so ein bisschen die Angst beiseite schieben können und einfach normal, halbwegs normal nach unten laufen können. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass der Weg hier anders ist oder dass es nicht doch noch ein paar chain things gibt. Like this, it's kind of rocky and you have to watch your step. Aber ja, it's way better than the other way. Es fühlt sich echt an, wie wenn wir die ganze Zeit nach unten gehen, aber schaut euch diesen View an. And look at this view. So, eine kurze Nachricht an Christoph und an Stan. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr macht auch ein bisschen Vlog über euren Downhill-Weg nach Istan. Oder ihr seid einfach in irgendeiner Hurry oder in irgendeiner Rush. Und hoffentlich passt ihr auf euch auf. Ich sag's euch. Wehe, es verletzt sich einer. Dann bin ich sauer. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von Chris und die haben ihre Autos schon erreicht. Nach 2 Stunden. 2 Stunden. Wir sind immer noch am Laufen hier, aber jetzt, ihr seht's, der Weg ist jetzt wirklich angenehm und Chris muss jetzt ungefähr 45 Minuten fahren zu unserem Platz, wo wir ankommen werden. Und wir laufen jetzt noch laut App ungefähr 1 Stunde. Aber es ist okay, wenn der Weg so weitergeht wie jetzt gerade eben. Ja, die angsteinflößenden Parts sind zum Glück vorbei. Hoffentlich. Cross your fingers. Und wir genießen jetzt diesen kleinen Endhike noch für uns. Und jetzt, ja, heute Abend hoffen wir, dass wir unsere Pizza bekommen. Wir sind gleich am Treffpunkt. Navi sagt noch 8 Minuten und es ist echt ein traumhafter Wald hier. Ihr müsst euch vorstellen, der Wald hat gerade gewechselt von einem richtig starken alten Kiefernwald, der sehr nach Nadeln gerochen hat, hin zu einem Eukalyptuswald, wo wir haben diese Grenze passiert und es hat überall nach Eukalyptus gerochen, was total krass ist, weil eigentlich kennen wir Eukalyptus nur als Badezusatz oder als Bonbon, wenn wir krank sind. Das kann man sich nicht vorstellen, dass man zwischen Eukalyptusbäumen herläuft und da diesen Geruch aufnimmt. Unglaublich. Genauso unglaublich wie das, was ihr gerade im Vlog gesehen habt, dass wir da oben waren. Es ist wie ein Traum, dass das Ganze passiert ist. Mich würde ja mal interessieren, was war denn mal euer Erlebnis? Was hast du mal gemacht, das dich so richtig gefordert hat? Wo du an deine Grenzen gehen musstest, dich deinen Ängsten stellen musstest, aber auch eine Art, wo es keinen Ausweg mehr gab, weil wir sind da hochgeklettert und sind auch zum Summit hoch. Ja, irgendwie muss man ja auch wieder zurück und man kann sich ja ganz schlecht oben auf den Berg hinsetzen wie so ein kleines Kind und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr weiter, obwohl wir das gerne gemacht hätten. Ich meine, es gibt immer Wege, wie man sich aus so einer Situation befreien kann, indem man sich retten lässt mit einem Helikopter und Co. Aber das ist ja wirklich der Notfall. Also, was ist dir passiert? Ich bin neugierig. Schreib's unten in den Kommentaren. Ich sehe einen Parkplatz und ich hoffe und freue mich, dass da vielleicht die Jungs auf uns warten. Should we go there? I think we can go here. Yeah. So close to this point. I'm so happy. Happy to see cars. Look at this. There are cars. Die letzten Meter. Hoffentlich sind die an den richtigen Parkplatz gefahren, aber ich glaube es mal schon. Gleich sind wir da. Das letzte Mal klettern und kraxeln. Oh, we should go the right way, I think. Suchen wir mal das richtige Auto. Happy me. They made it.
Wir waren jetzt hier gerade schon auf dem Weg der Straße nach unten, aber dann sind sie gekommen und jetzt geht's nach unten. Pizza. Pizza, Pizza. So, am Ende, die Bäuche sind voll. Wir gehen jetzt noch auf einen kleinen Spaziergang. Wie geht's euch? How are you doing? Yeah, yeah. We're yeah. so full and happy and Absolutely, that's the best. Exhausted. exhausted, Okay. happy. Happy ending. Happy ending. That's the closing word. Bye bye. Doing it with that.